Das Fazit liegt bei Ihrem Fokus und Ihrer Aufmerksamkeit. Als Beobachter beeinflussen Sie die Realität um Sie herum und kollabieren Wellenzustände in Realitäten durch Ihre Absicht. Ich heiße Brian Scott in der Show Willkommen. Wie geht's dir, Brian? Mir geht's gut. Danke, dass du in die Show gekommen bist, Mann. Ich schätze, was du mit deiner Show, Büchern und Informationen seit langem machst. Also, ich schätze dich, Mann. Das weiß ich zu schätzen. Es ist mir eine Ehre, in jeder Weise zu helfen. Nach meiner Recherche habe ich eine Zeile in einer ihrer Biografien gefunden, die besagt, dass sie eine Nahtoderfahrung hatten. Stimmt das? Es stimmt. In meinem Buch erzähle ich meine Geschichte. Es war nicht so, dass ich am Sterben war. Es war so, dass ich sehr leicht hätte sterben können. Es gab einen Einbruch in meinem Haus, in dem ich lebte, und einige haben auf mich geschossen. Die Kugel prallte von meinem Rücken ab. Danach veränderte sich mein Leben irgendwie und ich überdachte, wo ich stand und wie meine Situation war. Und als Ergebnis: Sie sehen, was ich jetzt habe. Ich bin dankbar für jeden Atemzug. Ich hätte sterben sollen. Es war ein Wunder, dass ich überlebt habe, als das geschah. Ich meine, psychologisch gesehen, Mann, wie kommt man von so etwas zurück, wenn Kugeln von dir abprallen? Das ist im Wesentlichen, was John Travolta und Samuel L. Jackson hatten. Oder zumindest hatte Samuel L. Jackson diesen Moment in Pulp Fiction. Genau. Es ist dasselbe, oder? Ja, es ist dasselbe. Nein, und ich fühlte mich wie Samuel Jackson es am Ende von Pulp Fiction beschreibt. Ich fühlte mich, als würde ich den wissen. Er spricht darüber, wie Kung Fu einfach durchs Land zieht. Genau so fühlte ich mich damals. Ich werde einfach losziehen und den Leuten helfen. Im Grunde habe ich eine virtuelle Version von dem gemacht, worüber Samuel Jackson spricht. Am Ende dieses Films, richtig? Das ist verrückt. Und dann hast du dein Buch geschrieben und den Podcast gestartet. Ich hatte Metaphysik studiert. Seit langem bin ich in neurolinguistischer Programmierung ausgebildet. Immer habe ich das Bewusstsein auf verschiedene Weisen erforscht. Doch dann spürte ich stark, dass ich diese Techniken und Ideen anwenden konnte, um mein Leben zu verbessern und anderen zu helfen. Ich empfand eine Verpflichtung. Es wäre vergeudetes Wissen gewesen, wenn ich es nicht geteilt und anderen damit geholfen hätte. Und so war das mein Ziel. Es war ich habe die Gelegenheit, mit meinem erworbenen Wissen anderen zu helfen. Das war der Hauptantrieb, der mich auf die nächste Stufe brachte. Als du dieses spirituelle Erwachen hattest, wie begann dein Weg? Wo hast du deinen Weg begonnen? Warst du schon auf dem Weg oder hast du vor dieser Nahtoderfahrung den Weg verloren und wurdest dadurch inspiriert? Was waren die ersten Schritte? Hast du Bücher gelesen? Wie hast du deinen Weg gefunden? Ich war definitiv schon unterwegs. Aber das hat mich inspiriert, den nächsten Schritt zu machen. Also, meine Frau verließ mich, meine Kinder, ich musste kämpfen. Ich war in einer langfristigen Beziehung und es war schwer für mich und ich musste kämpfen. Und dann, ich hatte alle Hoffnung verloren und die Rechnungen stiegen. Ich musste 14 Stunden am Tag arbeiten. Es fühlte sich hoffnungslos an. Es fühlte sich an, als gäbe es wirklich keinen Ausweg. Und jede negative Sache, die man sich vorstellen konnte, passierte mir. Und es gab keinen Weg für mich, da rauszukommen, außer durch mich selbst. Es war entweder von einem Gebäude springen und aufgeben oder selbst etwas tun. Ich hatte nicht die Mittel. Ich hatte nicht die Finanzen oder Ressourcen. Also entschied ich mich, mein Inneres zu erkunden und mein Bewusstsein zu verändern und die Verantwortung zu übernehmen, dass alles, was mir widerfahren war, das Ergebnis meiner eigenen Gedanken war. So akzeptierte ich das. Es war schwer zu akzeptieren, dass all die schrecklichen Dinge, die mir passiert waren, meine eigene Schuld waren, denn es ist einfacher zu sagen, oh, das war nicht meine Schuld. Ich hatte damit nichts zu tun. Als ich begann, diese Verantwortung zu übernehmen, begann ich intensiv zu meditieren und Veränderungen in meiner Realität zu erleben, konkrete, verrückte Veränderungen. Und
Nach diesem Nahtoderlebnis, als ich zurückkehrte, war die Welt anders. Es gab Objekte in meinem Haus, die anders waren. Ich fand Gebäude in der Nähe, die nie dort gewesen waren. Es fühlte sich an, als hätte ich greifbar in eine andere, parallele Realität gewechselt. Das entsprach dem, was ich über Realität, Transurfing, Quantensprünge und Dr. Joe Dispenza recherchiert hatte. Also begann ich, zurückzugehen und eine Art herauszufinden, wie ich meditiert hatte, um in andere Realitäten zu wechseln, und begann, dies anderen Menschen beizubringen, lehrend, dass man die Realität wählen konnte, in die man gehen wollte, im Wesentlichen. Erzählen Sie ein wenig darüber, denn was ich an Ihrer Arbeit liebe, ist, dass Sie Wissenschaft mit Bewusstsein, Spiritualität und persönlichem Wachstum verbinden. Es ist alles irgendwie vermischt, was wunderbar ist. Können Sie mit Menschen sprechen, die Quantenmechanik nicht verstehen? Das ist kein einfaches Thema. Aber die Grundlagen davon, wie die Quantenmechanik und Quantenphysik, das, was wir jetzt als Realität glauben, auf den Kopf gestellt haben. Es ist wie bei der Entdeckung des Atoms. Die Leute fragten sich, was passiert. Die Quantenphysik hat die Wissenschaft wirklich umgekrempelt. In der Welt im Allgemeinen. Können Sie kurz darüber sprechen, wie das passiert ist? Ja, das fasziniert mich, weil ich brauche die Wissenschaft. Ich muss es verstehen. So bin ich aufgewachsen. Wenn man sich die Physik ansieht und wirklich beginnt, sie zu erforschen, wird sie nicht im Mainstream diskutiert. Aber was sie beim Doppelspaltexperiment herausgefunden haben, im Wesentlichen Licht durch diese Doppelspalte zu schießen und dann das Licht zu beobachten und dann nicht zu beobachten. Sie fanden heraus, dass das Licht auf die Beobachtung des Beobachters reagiert. Und wenn es nicht beobachtet wird, ist es in einer Wellenform. Das bedeutet, das ist die. So konnten sie den Effekt des Lichts betrachten, nachdem es beobachtet wurde oder nicht. Und sie konnten sehen, dass Licht irgendwie innerhalb eines Feldes agiert, das zu einer Wellenform wird, wenn es nicht beobachtet wird. Das bedeutet, dass unbeobachtetes Licht nur unendliche Wahrscheinlichkeiten ist, wenn der Beobachter dieses Lichtteilchen sieht. Es kollabiert in eine einzige Möglichkeit. Also beginnen wir zu forschen und zu verstehen. Der Beobachter beeinflusst das Licht. Wir manövrieren und gehen ständig durch Licht. Licht ist ständig um uns herum. Unser Bewusstsein hat also eine spezifische Art. Durch Interaktion mit der Realität, die Viele-Welten-Theorie, begannen Physiker, Experimente durchzuführen. Sie untersuchten die Mechanik des Lichts und kamen zu der Theorie, dass es gleichzeitig mehrere Welten gibt, die existieren. Jedes Mal, wenn du entscheidest, spaltest du dich in verschiedene Realitäten auf. Du wählst, ob du Eis isst oder nicht. Das ist mein Glaube. Wir begreifen das zunehmend. In unserer Zeit beginnen wir, uns dieser Realitäten bewusst zu werden. Und wir können beginnen, uns dessen bewusst zu werden und in sie einzutauchen, indem wir unsere Vorstellungskraft nutzen. Vieles von dem, was im Verborgenen gehört wird, geschieht aufgrund paralleler Realitäten. Du ziehst nicht eine Realität an. Du wählst einfach eine bereits existierende Realität. Das Multiversum ist es. Ist es nicht das Multiversum in vielerlei Hinsicht? Und so, für manche Menschen wird es zu kompliziert. Wenn du das Multiversum und Physik erwähnst, liegt der Fokus auf deiner Aufmerksamkeit. Als Beobachter beeinflusst du die Realität um dich herum und kollabierst Wellenzustände durch deine Absicht in Realitäten. Es gibt viele Dynamiken, da es eine konstante, fortlaufende Sache ist, die nie endet. Je mehr wir es verstehen, desto besser können wir dieses Prinzip nutzen, um in unserem Leben verschiedene Erfahrungen und Realitäten zu erleben. Für mich klingt es so, als würde die Wissenschaft beginnen, das aufzuholen, worüber Spiritualität und Gurus seit Tausenden von Jahren sprechen. Viele dieser Yogis meinen das auch. Sogar Jesus sagte solche Dinge. Doch die Menschen waren nicht bereit, es zu hören. Es scheint, als ob Yogis sprechen seit Ewigkeiten über Energie, dass wir alle aus Energie bestehen, all diese Dinge.
Mit unseren Mikroskopen sind wir so weit in ein Atom vorgedrungen, dass wir feststellten, es gibt Raum zwischen den Atomen. Was ist in diesem Raum? Nichts ist wirklich so fest, wie wir denken. In der mikroskopischen Welt existiert Raum. Da ist Raum dazwischen. Also, was hält dann alles zusammen, ist die Frage. Es stimmt. Es ist eine faszinierende Frage. Das meiste von dem, was uns umgibt, auch der Stuhl, auf dem du sitzt, besteht nur aus Atomen, die vibrieren, und das meiste davon, das Atom, ist nur Raum. Also ist die Frage, was ist dieser Raum? Dieser Raum ist auch kein leerer Raum oder Vakuum. Dieser Raum ist ein lebendiges, bewusstes Wesen, durch das wir uns bewegen, ist die beste Erklärung, die ich geben kann. Du musst das nicht unbedingt glauben, aber dieser Raum, der alles hält, hat Intelligenz. Er hat Intelligenz. Und das ist die beste Erklärung, die ich geben kann. Physiker versuchen immer noch, diese Dynamik zu bestimmen, zu identifizieren oder zu verstehen. Ja, es ist faszinierend, weil vor kurzem habe ich einige spirituelle Texte gelesen. Ein Yogi hatte vor über 100 Jahren recht, als er schrieb, dass wir alle aus Atomen bestehen. Wenn wir sterben, sterben die Atome nicht, sondern werden einfach wiederverwertet. Unsere Form löst sich auf, da unser Bewusstsein jetzt weg ist. Unsere Seele, wenn man so will, ist weg. Es geht zurück in die Erde, in den Boden, wird in einer Pflanze neu erschaffen, von einem Tier oder Menschen gegessen. Es formt sich ständig neu, basierend auf dem Bewusstsein um es herum in vielerlei Hinsicht. Die Erde ist offensichtlich ihr eigenes Bewusstsein, ihre eigene Energie. Wenn ein Wolf ein Reh frisst, das ein Blatt gegessen hat, geht dieses Atom einfach weiter. Du weißt, was ich meine? Das Gehirn schmerzt. Es schmerzt das Gehirn, es schmerzt das Gehirn. Aber wir können es auf eine andere Ebene bringen. Wenn man sich alte okkulte Lehren ansieht, und ich habe eine Episode namens Das Geheimnis des Atoms. Einige Atome sind anders als andere. Und so wird theoretisiert, einige Mysterienschulen behaupten, dass es ein dominantes Atom in deinem Herzen gibt, das Nos-Atom, das sozusagen alle Atome in deinem Körper kontrolliert. Es ist das Ding, das alle Atome in deinem Körper sammelt und den Körper formt, den du hast. Und wenn es dann geht, ist es immer noch da. Dieses Atom kann in einen anderen Körper gehen. Es gibt ein dominantes Atom, das in all den verschiedenen Leben, die du gelebt hast, bei dir war. Das ist eine Theorie, die ich sehr interessant finde. Alle anderen Atome sind gewissermaßen wie Sklaven dieses einen Atoms. Sie führen dessen Befehle aus. Wenn du dich auflöst, bleibt dieses einzelne Atom übrig. Es kann tun, was es will, und das bist du. Und ist es nicht interessant, dass wir anscheinend alle 7 Jahre jede Zelle in unserem Körper komplett ersetzen? Alle 7 Jahre. Ich glaube, es ist jede. Die Haut so viele Jahre und das Herz so viele Jahre. Also erneuern und ersetzen wir uns ständig, aber dennoch werden wir älter und sterben. Aber wenn wir uns ständig erneuern und ersetzen, was verursacht dann den Alterungsprozess? Und wir können in die technischen, medizinischen Details einsteigen, wie. Aber theoretisch, wenn man stark genug wäre, und viele spirituelle Führer und Yogis haben über ein langes Leben gesprochen, ein paar 100 Jahre, 2300 Jahre, manche sogar noch länger, könnte es möglicherweise passieren. Würden Sie zustimmen? Ich stimme zu. Ich denke, dass das Altern überwiegend ein Programm ist, sehr subtil und raffiniert, das uns von Geburt an gegeben wird und uns sagt, wie wir uns entwickeln, wachsen und sterben werden. Und so, es ist so tief verwurzelt und auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass wir diesem Programm verfallen sind. Und manchmal können wir an einen Punkt gelangen, an dem wir dieses Programm überwinden können. Und ich denke, wir werden einen Punkt erreichen, an dem wir verstehen, dass Altern nicht nur ein natürlicher Prozess ist, dass es Teil des Programms ist, weil wir uns, wie du sagst, selbst ersetzen. Ich sage den Leuten, dass wenn sie auf ihre Vergangenheit schauen und ihre Vergangenheit bereuen, das ist eine andere Person, andere Zellen. Das bist nicht einmal du, oder? Ja, all die Dummheiten, die ich als Teenager gemacht habe, das spielt keine Rolle. Das ist eine ganz andere Person.
Ich meine, ich hätte nichts gegen seinen Stoffwechsel, aber um es milde auszudrücken. Nun, bei all dem Gerede über Quantenmechanik und verschiedene Realitäten, was können Sie dem Publikum über das Verbiegen der Realität in Ihrer eigenen Welt erzählen? Denn alles um uns herum basiert auf unserem Bewusstsein. Es basiert auf unserer Perspektive, unserem Fokus. Also was können wir tun, um die Realität so zu biegen, wie wir es wollen? Und während ich das sage, das Einzige, was mir immer wieder in den Kopf kommt, ist die Matrix. Und wir sind alle Neo in der Matrix, der beginnt zu verstehen, wie man den Code manipuliert, um das zu tun, was wir wollen. In der Matrix, wenn das passt. Die Matrix ist eine großartige Metapher für das, was wir erleben, im Grunde genommen eine Illusion. Wir erleben eine Illusion. Je mehr wir sie verstehen, desto klarer wird das alles in dieser Illusion. Wir selbst sind sogar die Menschen. Wir sind alle eins. Wir sind alle dasselbe Wesen. Um Realitäten zu navigieren, worauf du deine Energie lenkst, worauf du dich fokussierst, bestimmt, wohin du in deiner Realität gehst. Also es ist nur eine Frage von, viele Menschen werden ihre Gegenwart erleben. Es ist nur ein Ergebnis der ganzen Vergangenheit. Die Vergangenheit erschafft ständig für sie. Wenn du dich also hinsetzt und anfängst, dir deine Zukunft vorzustellen und diese Visualisierung mit Gefühlen magnetisierst, die mit diesen Visualisierungen verbunden sind, wirst du dich auf einer Brücke von Ereignissen wiederfinden, die dich an einen Ort führen, der mit dieser Vision übereinstimmt. Wenn du das jetzt weiterhin tust, kannst du dich für ein paar Minuten hinsetzen und etwas visualisieren und darauf fokussieren, aber dann den Rest deines Tages damit verbringen, dich auf das Gegenteil zu konzentrieren. Es geht also wirklich darum, woran du die meiste Zeit denkst. 51% der Zeit. Die Welt, an die du ständig glaubst und auf die du zusteuerst, ist die Welt, die du erschaffst. Deine Gedanken sind kreativ. Die Umgebung um dich herum, jede kleine Sache, die du siehst, hast du auf einer unbewussten oder bewussten Ebene erschaffen. Eine aktive Rolle in diesem Schaffensprozess zu übernehmen, ist eine große Sache. Meistens erkennen wir, dass vieles von dem, was wir in unserer Realität sehen, unbewusst aus Programmen geschaffen wurde, die wir in unserer Vergangenheit bis in die Gegenwart hatten. Jetzt, da wir uns dessen bewusst sind, können wir bewusst erschaffen und uns dieser unbewussten Programme bewusst werden und sie ändern. Und es wird Leute geben, die das sehen und sagen werden, ich glaube es nicht. Ich habe es versucht und visualisiert, es funktioniert nicht. Das ist absolut erwartet und natürlich und normal. Probier es aus, probier es aus. Es gibt verschiedene Techniken, um dies zu erreichen. Beginne damit, eine neue Realität zu visualisieren. Das Verständnis des Unterbewusstseins ist entscheidend beim Verbiegen der Realität. Vor dem Schlafen kannst du besonders erfolgreich sein, wenn du Kontakt mit deinem Unterbewusstsein aufnimmst. Stelle dir eine Welt vor und visualisiere sie nicht als etwas Getrenntes, sondern als bereits geschehend. Die Realität sagt, was? Das passiert jetzt nicht wirklich, aber er stellt sich vor, dass es so ist. Die Realität beginnt sich zu biegen, sich zu manövrieren und auszurichten, sodass sie mit dem übereinstimmt, was du dir vorstellst. Es gibt viele Wege und Techniken, dies zu tun. Es ist nicht schwierig. In 5 bis 10 Minuten vor dem Schlafengehen gemacht, regelmäßig bekräftigen und diese Realität um dich herum sehen, so handeln, als ob es wahr wäre, im Wachzustand. Du hast das Unterbewusstsein erwähnt. Und das ist etwas, worüber ich vor Jahren gelernt habe, über die Macht unseres Unterbewusstseins und wie es in vielerlei Hinsicht die Kontrolle übernimmt. Unsere alltägliche Welt wird, würde ich sagen, zu 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert und vielleicht zu 10% aktiv von dem, worüber wir nachdenken und was wir tun. Wir atmen, bewegen uns und manchmal fragen wir uns, wie wir an einen Ort gekommen sind. Das war das Unterbewusstsein in Aktion. Kannst du über die Macht des Unterbewusstseins sprechen und wie wir es nutzen können, um Samen zu pflanzen und uns in die gewünschte Richtung zu bewegen? Es ist faszinierend zu erkennen, wie sehr unser Unterbewusstsein unser tägliches Handeln beeinflusst und wie wir es bewusst lenken können, um unsere Ziele zu erreichen. Denken Sie darüber nach, wie erstaunlich das Unterbewusstsein ist, wie oft Ihr Herz schlägt, wie oft Sie atmen, wie oft Sie blinzeln, ohne darüber nachzudenken. Es ist ein erstaunliches Programm, besser als jeder Computer, den wir je hatten. Es hält Sie am Leben.
reguliert alle Teile ihres Körpers und erledigt all diese erstaunlichen Dinge. Es ist eine Kraftquelle. Es gibt einen Grund, warum wir unser Unterbewusstsein haben, denn bewusstes Blinzeln, Atmen und Herzschlagen wäre lästig. Wir müssen unser Herz nicht bewusst schlagen lassen, sondern wollen unser Unterbewusstseinsprogramm. Dieses gleiche Unterbewusstsein ist auch mit so viel mehr außerhalb des Körpers verbunden, nämlich mit einem universellen Geist. Also das Unterbewusstsein ist wie ein Computerprogramm. Um es zu ändern, musst du das Programm ändern. Und so oft wird es tun, was du wünschst. Was du für wahr hältst, was du fühlst, ist tatsächlich wahr. Und so musst du am Anfang das Unterbewusstsein austricksen, indem du dich in Zustände versetzt, die mehr mit der Realität übereinstimmen, die du haben möchtest. Du kannst das Unterbewusstsein auch durch Affirmationen ändern, aber nicht nur durch leere Wiederholungen. Affirmationen, die du als bedeutend und kraftvoll empfindest, regelmäßig. Sich vorstellen, imaginäre Ereignisse, Gespräche, Situationen regelmäßig aufkommen lassen. Die beste Person, die das Unterbewusstsein so anpassen kann, dass du deine Realität veränderst, ist der Schauspieler. Der Schauspieler, der durch dein Haus gehen kann. Das ist ein 500 Quadratfuß, die schäbige Wohnung, in der du lebst, und dir vorstellen, dass du in einem Herrenhaus herumläufst. Das erinnert an unser Fantasiespiel als Kinder, in dem wir uns mächtig fühlten und uns vorstellen konnten, dass es war einfach für uns. Wenn du dir regelmäßig vorstellst, dass die Realität, in der du leben möchtest, jetzt passiert, trickst du das Unterbewusstsein aus. Es schaut sich um und sagt, Moment mal, das sind nur 500 Quadratfuß, aber du sollst in einer Villa sein. Also werde ich andere Ereignisse ergreifen, um dich in diese Villa zu bringen. Es ist eine bizarre Sache, aber es ist die Wahrheit. Wenn du tief in dir ändern kannst, was du glaubst, manipulierst du das Unterbewusstsein. Manchen fällt das schwer. Ein Großteil unseres Verhaltens und unserer Reaktionen basiert auf Jahrzehnten von Einflüssen durch unsere Eltern und die Fernsehsendungen, die wir gesehen haben. Daher ist es entscheidend, regelmäßig positive Affirmationen zu nutzen, um dieses Programm zu ändern. Wenn wir unsere Gefühle verstärken und dies regelmäßig tun, erreichen wir einen Wendepunkt im Unterbewusstsein, der das Programm verändert. Jeder geht diesen Prozess auf seine eigene Art und Weise an. Manche sind darin sehr geschickt, während andere Schwierigkeiten haben, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Wenn du dich mit Hypnose beschäftigst, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dein Programm durch Sprache und andere Mittel äußerst effektiv und kraftvoll anzupassen. Einige Menschen haben Schwierigkeiten, neurolinguistisches Programmieren zu verstehen. Daher ist regelmäßige, gefühlsorientierte Wiederholung, die über einfaches Wiederholen hinausgeht, am besten. Am effektivsten ist es, dies in tiefer Meditation oder während des Schlafs zu praktizieren, um dem Unterbewusstsein näher zu sein. Nun, ich habe festgestellt, dass dies eine wahre Aussage ist. Bitte lassen Sie mich wissen, was Sie darüber mit dem Unbewussten denken. Das Unterbewusstsein ist so mächtig. Aber ich habe einmal gehört, und ich finde es so wahr, dass das Unterbewusstsein sich nicht um Ihre Träume kümmert. Es kümmert sich darum, sie sicher zu halten. Es kümmert sich darum, sie vor dem Tiger um die Ecke zu bewahren, der sie fressen will. Deshalb hält es dich gerne in Boxen, in den Dingen, die es kennt. Sobald du versuchst, aus seiner Komfortzone herauszukommen, bekommst du Gegenwind. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, denkt es, das ist neu, das könnte gefährlich sein, bla bla bla, und es hält dich zurück. Das Stoppen in deinem Leben hält dich fest, wo du bist. Findest du, dass das die Wahrheit ist? Und wenn ja, was können wir tun, um diese Barrieren zu durchbrechen, die das Unterbewusstsein, das so mächtig ist, uns jahrzehntelang in Boxen halten kann, ohne dass wir es überhaupt merken? Das ist mir passiert, eines meiner großen Dinge, bis ich schließlich sagte, oh, deshalb passiert das. Und in dem Moment, als ich das erkannte, dachte ich, nein, ich muss mich umprogrammieren. Ich muss die Rille in der Schallplatte ändern. Ich muss mich bewegen und dann wird es zur Gewohnheit. Was einmal beängstigend war, wird zur neuen Norm. Also fängst du an, ins Fitnessstudio zu gehen. Nach 2 oder 3 Monaten ist das Fitnessstudio die neue Norm. Ich muss ins Fitnessstudio gehen im Gegensatz zu den ersten Wochen oder ich muss anders essen. Ich nehme das als Beispiel, aber ich würde gerne hören, was du denkst. Nun, wir haben eine genetische Programmierung, die über Millionen von Jahren in uns eingebaut wurde.
Diese ist ganz auf Schutz ausgelegt. Sie schützt uns vor dem Feuer, vor der Schlange. Wir haben natürliche Instinkte, die Teil unserer genetischen Programmierung als Menschen sind, die uns in den meisten Fällen bis zu diesem Punkt überleben ließen. Aber wir können über diese Programmierung hinausgehen. Es ist ein Wurzelchakra-Niveau. Wenn du das Wurzelchakra öffnest und dich sicher fühlst, kannst du beginnen, das Programm zu ändern. Vieles von dem, was passiert ist. Es handelt sich um eine Angstreaktion, die in vielen Fällen mit der Amygdala einhergeht. Um diese zu verändern, ist es von großer Bedeutung, ein Gefühl der Verwurzelung und Sicherheit zu entwickeln. Die Arbeit am Wurzelchakra und positive Affirmationen können dabei unterstützen. Viele Menschen sind sich nicht einmal bewusst, dass es sich um einen Überlebensinstinkt handelt, der aktiviert wird. Das Bewusstsein darüber ist entscheidend, um unmittelbare Reaktionen zu beeinflussen. Oft erscheint etwas im Nachhinein als sicher, doch die erste Reaktion ist häufig von Angst geprägt. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass es sich um einen Überlebensinstinkt handelt, da es schwierig ist, unmittelbare Reaktionen zu ändern. Und so trainieren wir uns fast wie eine Kampfkunst, darauf zu reagieren, dass die Welt sicher ist, zu bestätigen, dass alles zu unserem Vorteil funktioniert, um unsere Sicht auf die Welt um uns herum zu ändern. Und das ist ein Teil des Programms, das du regelmäßig machst. Ein Teil der Affirmationen, ein Teil der Informationen, die du aufnimmst, ist für jeden ein bisschen anders, weil es schwer zu sagen ist. Viele Menschen haben vielleicht Probleme mit ihrem Job und werden immer auf dieser unteren Ebene Angst haben, besorgt und geschützt zu sein. Es ist hart, wenn der nächste Gehaltscheck ansteht und man nicht weiß, was man tun soll. Man wird immer natürlich dort sein. Also ein wenig Programmierung und das Bewusstsein, dass du mächtig bist, dass du die Macht hast, deine Instinkte, deine Reaktionen zu ändern und die Sicherheit und den Schutz zu bestätigen. Je mehr du es tust, desto mehr wirst du es in der Welt um dich herum sehen. Aber es ist eine fortlaufende Sache. Ich denke, jeder kämpft damit. Selbst die besten Menschen kämpfen damit, weil wir in einem Körper stecken, der das als permanentes Programm hat, um uns zu schützen. Und es zu überwinden kann schwierig sein. Und manchmal sind diese Ängste und Dinge hilfreich. Wir geben sie nicht ganz auf, aber wir versuchen zu verstehen, welche Verzerrungen sind und diese zu beheben. Also es gibt noch etwas in Bezug auf das Unterbewusstsein. Und dieses Programm, von dem du gesprochen hast, ist die negative Voreingenommenheit, die, als ich sie vor Jahren zum ersten Mal entdeckte, dachte ich, oh, das ergibt total Sinn. Und ich denke, wenn die Zuhörer verstehen können, was vor sich geht, dann schauen sie vielleicht deshalb so auf die Welt, wie sie es tun. Ist das, ich glaube, Harvard hat eine Studie oder so etwas gemacht. Von 10 Dingen, die wir sehen oder über die wir nachdenken, sind 9 negativ und eines positiv. Wir sind darauf programmiert, negativ zu denken, wieder als Überlebensinstinkt. Und das schafft die Welt, in der wir leben. Also stimmst du dem zu und hast du auch Ratschläge, wie man sich davon befreien kann? Ich stimme dem absolut zu. Der einzige Weg, den ich gefunden habe, um durchzubrechen, ist regelmäßige Meditation und die Nutzung von Affirmationen. Ich stelle mir eine Realität vor, in der das nicht wahr ist, bekräftige, dass die Welt zu meinem Vorteil arbeitet, dass alles perfekt funktioniert, dass alles mühelos läuft. Wenn Dinge auftauchen, auf die du mit negativer Voreingenommenheit reagierst, kannst du zurückblicken und deine Handlungen beobachten. So wirst du schließlich ein neutraler Beobachter deines eigenen Verhaltens und Handelns. Dies geschieht durch regelmäßige Meditation, Bewusstseinstechniken und Verhaltensweisen. Der Schlüssel ist, dass du in der Lage bist, dich selbst fast wie eine dritte Person zu betrachten, deine Gedanken und Handlungen zu überwachen. Wenn du diesen Punkt erreichst, ist es super einfach, diese Programme zu überwinden. Aber wie bereits erwähnt, ist der erste Schritt das Bewusstsein, dass dies überhaupt ein Problem ist. Die meisten Menschen, denen ich begegne, sind sich nicht einmal bewusst, dass sie sich so verhalten oder auf dieses Programm reagieren. Sobald du es jedoch erkennst, wirst du alle möglichen Wege finden, um es zu ändern und anzupassen. Mir persönlich haben Affirmationen und regelmäßige Meditation geholfen. Das sind die Dinge,
die für mich funktioniert haben. Nun, ich weiß, dass du auch ein Meditationslehrer bist und ich meditiere schon seit vielen Jahren intensiv. Ich habe oft darüber gesprochen, aber ich würde gerne von dir hören, auf eine praktischere, wissenschaftlichere Weise. Was bewirkt Meditation in unserem Leben? Was öffnet uns mehr für unser Bewusstsein und erlaubt uns, Programmierungen und Ähnliches zu durchbrechen? Was ist es, woran sich die Leute festhalten können, wenn du ihnen sagst, meditiert? Und das ist der Grund dafür? Kannst du es erklären und artikulieren? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu beobachten, wie Ihr Geist arbeitet. Wenn Sie nicht meditieren, haben Sie all diese verrückten Gedanken, die durchkommen, und manchmal kann es sich anfühlen, als ob es außer Kontrolle gerät. Ängste kommen hoch, einfach so, wie die Gesellschaft uns zum Denken gebracht hat. Etwas Wunderbares passiert, wenn Sie ein paar Minuten in die Stille gehen und erkennen, dass Ihre Gedanken nicht wirklich Sie sind. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Sobald du in die Stille gehst, verschwinden diese unbedeutenden, irrelevanten Gedanken und eine größere Weisheit kommt durch. Etwas Wunderbares passiert in der Stille. Der beste Weg, es zu beschreiben. Du hattest diesen Freund, den du liebst, aber der immer redet und du kannst nichts sagen. Sie reden ununterbrochen und sie reden. Bist du dieser Freund? Meistens bist du derjenige, der denkt und spricht. Wenn du jedoch kurz innehalten und zuhören kannst, wirst du erstaunliche Dinge hören und flüstern. Das Unterbewusstsein ist mit einem universellen Bewusstsein verbunden. Dieses universelle Bewusstsein ist im meditativen Zustand präsent und zugänglich. Und wenn du in der Lage bist, das Muster des Affengeistes und all die Gedanken, die darunter und außerhalb davon durchgehen, loszulassen, gibt es diese Stimme, die immer richtig, klug und weise ist, die dich mehr als mit Worten und Dingen leiten kann. Also, wenn du plötzlich Gott begegnest, wärst du nicht enttäuscht, wenn du derjenige wärst, der die ganze Zeit geredet hat und dann gegangen ist? Wenn du dir nur ein paar Sekunden Zeit nehmen und zuhören könntest, was Gott dir vielleicht zu sagen hat, stell dir vor, es wäre wunderbar, oder? Das ist der Punkt, dass Meditation Gebet ist, wenn ich zu Gott oder zum Universum bete. Aber Meditation ist, wenn ich zuhöre. Oft sind wir uns nicht bewusst, dass wir, wenn wir zuhören, denken, das seien unsere eigenen Gedanken. Je mehr wir meditieren, desto mehr beginnen wir zu unterscheiden, woher dieser Gedanke kommt, ob dieser Gedanke meiner ist, was er bedeutet und wie wichtig er ist. Und es beginnt etwas Wunderbares zu geschehen in dieser Stille, die du hast. Und es dauert nicht lange. Du kannst es sogar nur ein paar Minuten am Tag machen. Wissenschaftlich gesehen, wenn du von wissenschaftlich sprichst, wird es dein Gehirnwellenmuster verändern, sodass du von dem Standard-Beta- und hohen Alpha-Niveaus, bei denen dein Geist in einem Laborumfeld nicht so effektiv ist, wegkommst. Wenn du in bestimmte Alpha- und Theta-Niveaus wechselst und auf einer anderen Gehirnwellenfrequenz funktionierst, kannst du dich besser erinnern, du bist effizienter, du kannst viel mehr erledigen. Und so wissenschaftlich gesehen kann schon die kurze Zeit, die du in Stille oder in transzendentaler Meditation verbringst, indem du eine Phrase oder ein Wort, ein bedeutungsloses Wort immer wiederholst, deinen Geist in diesen Zustand versetzen, dann hast du plötzlich diese enormen Vorteile. Wir sind alle Götter. Wir sind Superwesen mit erstaunlichen Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit und Telekinese. Doch wir stecken auf einer Bewusstseinsebene fest, wo wir gegen Gedanken kämpfen, die uns zurückhalten. Dadurch können wir nicht zu dem Ort gelangen, an dem diese Fähigkeiten existieren, auf einer anderen Bewusstseinsebene. Und ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Als Sie sagten, dass Sie in diesen ruhigen Raum gehen und eine Stimme hören, Informationen hören, den Führer, ist es Ihr höheres Selbst? Sind es Ihre Führer? Ist es Gott? Sind es alte Verwandte, die sprechen? Woher kommt diese Intelligenz?
Verbindet es sich mit deinem höheren Selbst oder mit den anderen genannten Dingen? Ich denke, je mehr man meditiert, desto besser kann man das unterscheiden. Ich kann erkennen, wann mein höheres Selbst spricht. Am Anfang weiß man nur, dass da etwas anders ist. Je mehr man meditiert, desto besser kann man diese Stimmen unterscheiden. Man erkennt, dass sie vielleicht von Verwandten kommen. Oftmals ist es das höhere Selbst. In den meisten Fällen spricht der universelle Geist durch dich. Gott ist in dir und wartet darauf, mit dir zu sprechen. Gott war immer da. Gott ist nicht ein Wesen auf einem fernen Stuhl mit langem grauem Bart. Gott ist in dir, hat immer zugeschaut und Zeit mit dir verbracht. Die Stimme, die du hörst, ist diese Stimme. Das höhere Selbst im Gesetz des einen ist ein Aspekt von dir, der Milliarden oder Millionen Jahre in der Zukunft liegt und sich aller möglichen Realitäten bewusst ist, durch die du manövrieren kannst. Es ist eine Entität, auf die du zugreifen kannst. Für mich ist es zugänglich, aber die Entität in der Meditation geht darüber hinaus. Es ist eine universelle Intelligenz, der universelle Geist, Gott. Aber ich bin besser geworden, diese Stimmen zu unterscheiden, während ich meditiere. Jemand, der das Meditieren lernt, könnte diese Stimmen hören. Wenn du weitermachst, wirst du in der Lage sein, sie alle zu verstehen. Meine Antwort auf deine Frage ist, dass du all diese Stimmen hören wirst. Und je mehr du meditierst, desto besser kannst du anfangen zu unterscheiden und zu klären, was sie sind und woher sie kommen. Ich meine, ich habe festgestellt, dass wenn Menschen zuhören, es manchmal eine Stimme, oft aber ein Gefühl ist. Genau. Es ist nicht nur eine hörbare Stimme, die man hört. Es ist ein Gefühl und eine Energie, die durch die Worte kommt, jenseits der Worte. Es geht über die Sprache hinaus, darüber hinaus. Ich hatte viele Nahtoderfahrungen und was sie auf der anderen Seite sagen, ist, dass es eine Intelligenz gibt. Man hört keine Stimme, es geht über Sprache hinaus, aber man versteht alles. Beim Meditieren scheint es zu passieren, besonders für erfahrene Meditierende, die Jahre brauchen, um diesen Punkt zu erreichen. Es passiert nicht über Nacht. Es gibt dieses Wissen, das durchkommt, keine Stimme, keine Sprache, da Sprache sehr primitiv ist. Es ist extrem primitiv auf Englisch. Oder ich meine, Sanskrit war eine der perfektesten Sprachen, die je geschaffen wurden, und wir können sie heutzutage nicht einmal sprechen. Und so weiter. Wenn mich Leute fragen, wie ich mich fühle, wenn ich in tiefer Meditation bin, antworte ich gerne. Das einzige Wort, das dem nahe kommt, ist Glückseligkeit. Es kratzt nur an der Oberfläche, da so viel passiert. In dieser Tiefe spüre ich eine Verbindung, Wärme und Liebe. Es hat lange gedauert, bis ich diesen Ort erreicht habe. Und ich nehme an, es war bei dir genauso. Ja, absolut. Glückseligkeit ist die vollkommene Liebe. Es ist einfach dieses Ding, diese Energie. Manchmal hörst du eine Stimme. Manche Menschen scheinen hellhörig zu sein, wo sie Stimmen hören können. Manchmal bekommst du eine Ahnung, ein Gefühl. Aber es ist eine Intelligenz, richtig? Es ist eine Intelligenz, die nicht außerhalb von dir ist, sondern ein Teil von dir, den du für den Wissenschaftler, der nicht an Gott glaubt, zugänglich machst. Glaube daran, dass du ein Maß an Intelligenz hast, das genetisch in deine Zellen und deinen Geist programmiert ist und auf das du zugreifen kannst. Wenn du in diese Stille gehst, kannst du glauben, dass du nicht glauben musst. Gott, ich tue es. Aber für den Wissenschaftler, der das nicht tut, kannst du trotzdem etwas aus der Meditation herausholen, weil etwas wirklich Erstaunliches passiert, wenn du aktiv daran arbeitest, deinen Geist zu beruhigen. Wenn ich es tue, mache ich viele Meditationen auf meinem Kanal, nicht alle sind über Stille. Viele Menschen empfinden Meditation als langweilig. Deshalb bemühe ich mich, sie unterhaltsam zu gestalten, indem du aktiv Dinge visualisierst und Affirmationen verwendest. Es gibt unzählige Arten von Meditation.
Der wichtigste Einstieg ist, einfach in die Stille zu treten. Aber es gibt noch viel mehr darüber. Ja, ohne Frage. Wir sprachen über parallele Realitäten und die Fähigkeit, hin und her zu springen. Ich möchte wirklich tiefer darauf eingehen, da es das erste Mal ist, dass ich von diesem Konzept höre. Ich verstehe das Multiversum. Ich verstehe das Multiversum nicht. Ich begreife das Konzept des Mordmultiversums und unendliche Ergebnisse zu haben. Was wäre passiert, wenn ich mit diesem Mädchen ausgegangen wäre? Was wäre passiert, wenn ich dies oder das getan hätte oder diesen Job angenommen hätte? All diese Dinge. Es gibt Filme, die genau darüber handeln. Ich glaube, es gibt einen Film auf Netflix, der gerade herausgekommen ist oder bald herauskommt. Oder es gibt hunderte von Filmen, aber es gibt Gerade nur einer. Aber er ist spezifisch. Sie nehmen buchstäblich zwei Wege. Was wäre, wenn ich das Baby behalten hätte? Was wäre, wenn ich nicht schwanger geworden wäre? Und was wäre, wenn ich schwanger geworden wäre? Ihr Leben änderte sich, eines wurde karriereorientierter, das andere familienorientierter. Und es ist derselbe Charakter und es ist faszinierend, das zu sehen. Mir fällt auf, dass immer mehr solcher Filme im Zeitgeist auftauchen. Es ist etwas, das die Gesellschaft beginnt, diese Ideen immer mehr zu verstehen und zu akzeptieren, wie das Multiversum und die ganze Matrix, denke ich, war diejenige, die die Tür für diese Art von Dingen weit aufgestoßen hat. Können wir also ein wenig darauf eingehen, wie man manövrieren oder irgendwie hacken kann? Oder ist es bewusstes Surfen oder bewusstes Surfen? es gibt alle möglichen Also Begriffe erzähl dafür. mal, Also, das Fazit ist, dass wir ständig durch das Multiversum wechseln. Du bewegst dich ständig durch verschiedene Realitäten. Du bist dir dessen nur nicht bewusst. Du fragst deine Freundin nicht, erinnerst du dich, als wir damals zu Abend gegessen haben? Weil vielleicht habt ihr das nicht. Du fragst sie nicht. Sie könnte andere Erfahrungen gemacht haben. In dieser Umgebung glaube ich, dass sich die Erde verändert. Die Natur des Lichts, das wir sehen, verändert sich. Es existiert ein multidimensionales Bewusstsein, das ist viel häufiger als früher. Und so bist du dir dessen vielleicht nicht bewusst. Wenn du anfängst zu meditieren und dir dessen bewusst zu werden, kannst du es manipulieren und verstehen. Ich glaube, du beziehst dich vielleicht auf Reality Transurfing. Das ist ein Buch von Vadim Zeland, das das Durchqueren des Multiversums durch verschiedene Techniken erforscht und über die Dynamiken und Modalitäten davon spricht. Es gibt einige erstaunliche Autoren, die darüber geschrieben haben. Cynthia Sue Larson spricht über Quantensprünge. Frederick Dodson spricht über parallele Universen des Selbst. Und ich bin von all dem fasziniert. In meiner eigenen Erfahrung kann man bewusst in andere Universen wechseln. Durch eine meditative Technik, die ich Quantensprung nenne. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man das machen kann. In der Meditation kannst du dein Zwillings-Ich treffen, vielleicht eine Version von dir, die superreich ist, und dann gehst du und kannst sie treffen, mit ihnen sprechen, ihre Welt kennenlernen, ihr Wissen integrieren, zurückkommen, und es verändert dich irgendwie. Du kannst auch in die Welt dieser Person wechseln, ihren Körper übernehmen, und langsam gibt es eine Brücke der Unschuld, die dich in diese Zeitlinie zieht. Das Hauptsächliche wissenschaftlich gesehen, wenn Sie ein Atom betrachten, das springt. Es gleitet nicht einfach rüber. Wenn ein Quantenpartikel sich bewegt, springt es nach einem Energiestoß. Also versuche ich in meinen Meditationen einen Energiestoß zu erzeugen. Ich mache Qigong-Übungen vorher und dann mache ich eine Atemtechnik und dann fühle ich, wie ich in eine Realität springe. Und durch die regelmäßige Anwendung dieser speziellen Techniken berichten Menschen von Veränderungen. Ich habe festgestellt, dass viele Veränderungen bei mir passieren. Wenn ich mich wirklich auf sie konzentriere, gibt es einen Teil meines höheren Selbst, der die Veränderungen stoppt. Also, ich bin offen für die Veränderungen. Sie machen mir keine Angst. Aber du hast Gegenstände verloren und dann wiedergefunden, genau an der Stelle, an der du schon gesucht hattest, richtig? Das ist eines der frühen Beispiele. Kürzlich hatte ich meine Nachbarn. Sie hatten ein 10-jähriges Kind, das plötzlich auftauchte, obwohl sie kein 10-jähriges Kind hatten. Ich war dort drüben und habe mit ihnen abgehangen. Sie hatten kein 10-jähriges Kind. Jetzt plötzlich schon. Meine Frau sagt, die hatten immer eins. Nein, hatten sie nicht.
Du suchst nach verschiedenen Filmtiteln und Zitaten, oft mit subtilen Änderungen. Ist das der Mandela-Effekt? Der Mandela-Effekt ist definitiv ein Teil davon. Das ist nur dein eigenes Bewusstsein, das sich der Veränderung bewusst ist. Manche Menschen bemerken es nicht einmal, wenn sie sich verändern. Ihre Erinnerung beginnt langsam, sich mit der anderen zu verschmelzen und sie kommen damit klar. Wenn du meditierst und dir dessen bewusst wirst, trägst du Erinnerungen aus anderen Realitäten. Die fortlaufende Dynamik ändert sich ständig. Wir lernen immer noch die Aspekte davon und es gibt Leute, die immer noch darüber sprechen. Aber nach meiner eigenen Erfahrung funktioniert der Quantensprung. Wenn man regelmäßig Quantensprünge macht, beginnt man, sich die gewünschte Realität vorzustellen. Man beginnt, in dieser Realität zu leben, schläft darin, nutzt energetische Techniken, um sich hineinzubewegen und bewegt sich dann in dieser Realität. Wenn du das tust, fängst du an, diese Realität zu sehen. Manche Menschen tun das und bekommen Angst. Sie haben sehr dramatische Veränderungen erlebt oder sie sind in anderen Häusern oder sie haben andere Autos und sie können damit nicht umgehen. Ich bin offen und begrüße diese Veränderungen und je mehr ich das tue, desto mehr sehe ich diese Veränderungen geschehen. Badem Celand nennt es die Spiegelmacher. Es ist, als würde sich das Universum verändern und ein Teil davon will nicht, dass du es weißt. Sobald du dir dessen bewusst wirst, scheint es sich zu ändern. Ich weiß, das klingt verrückt, aber die meisten Menschen tun es unbewusst. Sie wechseln einfach durch verschiedene Realitäten. Sie werden super wütend. Sie werden super wütend, haben einen großen Streit und viel Energie wird verbraucht und dann eine Abfolge von Ereignissen versetzt sie in eine andere Realität, die diesem großen Energieschub entspricht, den sie hatten. Also mit diesem Verständnis eine Sache, die ich gerne morgens mache. Ich werde super aufgeregt über etwas völlig Unbedeutendes. Etwas Wunderbares passiert. Ich freue mich auf meinen Kaffee. Später sehe ich eine Abfolge von Ereignissen, die mich in diese Zeitlinie gezogen haben. Du gehst nicht in eine parallele Realität und bleibst für immer dort. Du manövrierst ständig wie Wasser zwischen diesen Realitäten. Die Idee ist, in einen Strom der Realität zu gelangen und dort zu bleiben, wenn es Sinn ergibt. Ja, Es ist irgendwie so, wenn ich das benutzen darf, weil der Kopf anfängt weh zu tun. Es gibt keinen Zweifel, wenn wir diesen Weg weitergehen. Ist es so? Heute Morgen bin ich aufgewacht und es gibt buchstäblich 1000, sagen wir mal, mangels einer besseren Zahl, Möglichkeiten, wenn ich aus der Tür gehe. Und wohin mein Bewusstsein geht, kann ich darauf fokussieren. Etwas zu sein, das mich auf den Weg bringt, wohlhabend zu werden, Liebe zu finden, spirituell erleuchteter zu werden, was auch immer diese Bewegungen sind. Und es führt dich irgendwie in diese Realitäten. Aber während ich den spirituell erleuchteten Weg gehe, heute, gibt es eine Version von mir, die auch den physischen, instinktiven, primitiven Weg geht. Und manchmal kann man zwischen diesen Realitäten hin und her springen, wenn das Sinn ergibt. das ist korrekt. Beim Mandela-Effekt, den ich faszinierend finde, habe ich vor Jahren davon erfahren und er verblüfft mich immer wieder. Es gibt ein paar Beispiele für den Mandela-Effekt, die einfach erstaunlich sind. Für Leute, die noch nie davon gehört haben. Soweit ich weiß, ist der Mandela-Effekt eine Art Realitätsverschiebung. Ich erinnere mich nicht genau, wie der Begriff Mandela entstanden ist, aber ich glaube, es hatte etwas mit einem Fußballspiel oder den Olympischen Spielen zu tun. Hatten gedacht, Nelson Mandela sei gestorben und er war noch am Leben, in einer der Realitäten. Die Leute sagten, sie erinnerten sich an eine Beerdigung von Nelson Mandela und er war noch. Richtig. Also, richtig. Die Dinge, die mich immer verwirren, sind Produkte und Sachen, an die wir uns aus unserer Kindheit erinnern. Ich erinnere mich immer an Jiffy Erdnussbutter, aber es hat nie eine Jiffy Erdnussbutter gegeben. Es ist Jif Erdnussbutter, aber ich erinnere mich an Jiffy. Und es sind nicht die Beerenstein-Beeren. Es sind eigentlich die Berenstain-Beeren, was unmöglich ist. Es sind die Berenstain-Beeren. Es waren immer die Berenstain-Beeren. Aber wenn du jetzt nachschaust, Berenstein, es ist nicht Berenstein, es sind die Berenstain. Beeren, also das sind diese kleinen Dinge. KitKat hatte nie einen Bindestrich. Wie? Aber ich erinnere mich an du gehst einfach online in das Kaninchenloch des Mandela-Effekts und es gibt hunderte von Beispielen von Dingen in Filmen. Also wie, oh, wow, was war ein gutes Beispiel? Oh, Feld der Träume. Wenn du es baust, werden sie kommen. Daran erinnere ich mich, als ich es sah.
Richtig? Ja, das erinnere ich mich. Der Satz im Film lautet, wenn. Du baust es, er wird kommen, was unmöglich ist. Es gibt keinen Weg. Aber du siehst, was passiert. Meine Theorie ist über den Mandela-Effekt. Gruppenveränderung. Richtig. Wir verändern uns individuell durch verschiedene Realitätszweige, aber dann gab es ein Ereignis, das eine bewusste Veränderung für viele Menschen verursachte, vielleicht sogar für den ganzen Planeten. Vielleicht spaltete sich die Welt in zwei Hälften. Das ist meine Theorie. Aber ja, ich möchte den Publishers Clearinghouse, das Ganze so sehr. Ed McMahon war nie Teil davon. Natürlich. Nein, war er nicht. Ed McMahon war nie. Leute, du denkst, dass Ed McMahon der Fürsprecher für Publishers Clearinghouse war? Natürlich war er das. Ich habe gesehen, dass er es nicht war. Er war es nicht. Es gibt noch eine andere Sache, bei der er, glaube ich, dabei war, aber er war nie. Oh, er war nie bei Publisher Clearinghouse. Richtig, er war nie Teil des Publishers Clearinghouse. Stimmt. Oh, Jesus Christus. Das ist nicht dein Ernst, oder? Davon habe ich noch nie gehört. Etwas passiert. Offensichtlich, vielleicht ist es nicht so. Wir sind in einer Matrix-ähnlichen Simulation. Sehr wahrscheinlich. Das Wichtigste ist, all das spielt keine Rolle. Unser Bewusstsein beeinflusst, wie wir unsere Realität erschaffen. Das ist der springende Punkt. Du musst nicht an parallele Realitäten glauben, aber du kannst dein Leben nicht betrachten, wer auch immer das gerade hört, und sagen, dass alles zufällig ist. Nein, du hast alles erschaffen. Alles, was dir passiert ist, das bist alles du. Und wenn du kannst, für manche Menschen ist es wirklich schwer zu akzeptieren, weil sie das niemals annehmen würden, oder? Wenn all diese schlimmen Dinge mir passiert sind, soll ich den Autounfall verursacht haben. Und wenn du das akzeptieren kannst, ist das gut, denn das zeigt, dass du die Kontrolle hast, es zu ändern. Du hast die Kontrolle, es zu ändern. Es ist unbestreitbar. Schau dir all die Dinge an, die in deinem Leben passiert sind. Es ist unbestreitbar, dass du es verursacht hast, dass du dafür verantwortlich bist. Aber das ist großartig, denn das bedeutet, dass du jetzt alles tun kannst. Alles ist möglich. Wenn du das in die Hand nimmst und diese Idee annimmst, hast du jetzt die Macht, in die erstaunlichsten Realitäten einzutreten. Es liegt an dir. Du kannst es tun. Du bist derjenige, der wählen kann. Wir sind nur Touristen, die durch dieses Multiversum reisen, und wir können jede Realität wählen, die wir wollen. Und laut den Weisen, den alten Weisen, das Konzept der Schwingung und ein Konzept von niedriger Schwingung, höherer Schwingung. Und du ziehst an, Gleiches zieht Gleiches an. Auf so viele Arten. Also, wenn du deine Schwingung erhöhst, ziehst du solche Leute, solche Situationen, solche Dinge in dein Leben. Aber wenn du in einer niedrigeren Schwingung bist, ich liebe es immer, das Beispiel meines Cousins zu verwenden. Vor Jahren, als wir jünger waren, ging er immer in Clubs und jedes Mal, wenn er in Clubs ging, geriet er in eine Schlägerei. Jedes Mal, richtig? Und jedes Mal, wenn ich ging, geriet ich nie in eine Schlägerei in einem Club. Und er sagte, Mann, jedes Mal, wenn ich ausgehe, Mann, fange ich einfach an, Arme zu schwingen, Fäuste zu werfen. Und ich sagte, Alter, wie oft passiert das? Es passiert fast jede Nacht im Club. Ich sage, Alter, ich muss dir was sagen, Mann, vielleicht liegt es an dir. Und selbst auf dieser Ebene, es ist, als ob er aktiv danach gesucht hat, vielleicht unterbewusst. Ich habe einen Freund, dasselbe. Das bringt mich zum Lehren. Es ist mehr als nur eine parallele Realität. Die Welt um dich herum ist ein Spiegelbild dessen, was in dir ist. Es ist nur ein Spiegelbild, ein dreidimensionales Spiegelbild dessen, was in dir ist. Ich habe einen Freund, der immer wütend ist und ständig in Schlägereien gerät. Er hat einen neuen Job und die Leute streiten sich mit ihm bei der Arbeit. Er sagt, Brian, ich verstehe es nicht. Warum kämpft jeder mit mir? Es bist du. Du spiegelst deine Wut auf die Welt wider und die Leute werden mit dir kämpfen wollen. Es ist einfach das, was du widerspiegelst. Es ist die Schwingung, die du widerspiegelst. Also, das ist eine große Erkenntnis. Ich bin sicher, dass gerade jemand zuhört, der jedes Mal ähnlich reagiert, wenn ich von einem klassischen Fall spreche. Verstehst du? Warum wollen die Leute also mit mir streiten, nicht wahr? Oder ich habe Mädchen getroffen, die sagen, oh Gott, ich date immer nur Verlierer. Ich date immer nur Idioten oder Leute, die sich nicht um mich kümmern, die mich nicht lieben, die mich betrügen. Und nach 5 oder 6 von ihnen muss man einfach sagen, Schatz, du bist der gemeinsame Nenner. Ich habe viele Frösche gedatet. Lange Zeit. Man muss sagen, weißt du was? Ab einem bestimmten Punkt. Vielleicht bin ich es.
Vielleicht ziehe ich das auf einer unterbewussten energetischen Ebene an. Aber als ich meine Energie über ein paar Jahre veränderte, tauchte meine Frau einfach so auf. Es war faszinierend. Es war faszinierend und sie war einfach da. Ich dachte, oh, wo warst du? Seitdem sind wir glücklich. Es ist wirklich interessant. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erinnere ich mich an den dunkelsten Punkt, als ich fast bankrott war. Und du fängst an zu überlegen, wie ich mich damals gefühlt habe, und ich war nicht glücklich und sorglos. Ich habe nicht an positive Dinge gedacht. Es war nur negativ, 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 negativ. Und es baute sich immer weiter auf. Je negativer du wurdest, desto negativer wurden die Dinge. Und es war einfach eine Art von Kettenreaktion. Aber in dem Moment, in dem ich mich veränderte, weil in diesem Moment, ich glaube, ich habe das schon früher in der Show erzählt, aber ich schrie zum Universum, zu Gott. Ich sagte, schaut, ich will meine Schulden bezahlen, Leute, aber wenn ihr mir nicht helft, werde ich diese Papiere unterschreiben. Aber ich musste mich selbst schützen. Am nächsten Tag erhielt ich einen Jobanruf. Dann konnte ich mich aus den Schulden befreien und mein Leben wieder aufbauen. Es war ein Wechsel der Denkweise, der Energie und der Realität, da sich meine Realität buchstäblich über einige Monate veränderte. Es war ziemlich magisch. Das ist es. Wenn es so passiert, ist es magisch. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Ich möchte einfach, dass jeder die Magie versteht, die ihnen zur Verfügung steht, egal in welcher Situation sie sich gerade befinden. Es ist eine greifbare, veränderbare Simulation. Genau jetzt. Du kannst in die Matrix gehen und ändern, was du um dich herum siehst, durch das, was du in dir hast. Glaub mir nicht einfach so. Probier es aus. Und erzähl mir über dein Buch und wo wir es bekommen können. Die Realität Revolution, eine umwerfende Bewegung, um deine Realität zu hacken. Nur auf Amazon erhältlich, erzählt es meine Geschichte, was ich durchgemacht habe, und teile Techniken zum Wechseln durch Realitäten. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definieren Sie ein gutes Leben? Den meisten Menschen, denen ich nur irgendwie helfen kann, zu dienen und ihnen Glück und Freude zu bringen. Was ist deine Lebensmission? Dasselbe. Meine persönliche Mission ist es jetzt, so vielen Menschen wie möglich mit der verbleibenden Zeit zu dienen. Und wo können die Leute mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren, Herr, und auch über Ihre Show? Brian Scott auf YouTube. Suchen Sie nach Brian Scott. Sie finden mich. Du hast großartige Shows, mein Freund. Vielen Dank, dass du in der Show warst. Das ist faszinierend, Bro. Wir könnten noch stundenlang reden. Mein Gehirn schmerzt, aber auf eine gute Weise. Also, ich schätze es sehr, dass du da warst, Mann. Danke für deine Arbeit und Hilfe für die Welt, mein Freund. Ich schätze dich sehr. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.